So, da. Willkommen zurück zu diesem lustigen Spiel, das sich da Disco Elysium nennt. So, es ist ein neuer Tag. Es ist Tag 2, es ist 7:34 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal einen Spiegel ansehen können, das noch irgendwas bringt. Ich glaube eher nicht, oder? A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Tja, ich bräuchte Elektrochemie, aber ich habe halt echt wenig Elektrochemie, ne? Beziehungsweise ist meine Elektrochemie nicht gerade sowieso durch meine Story-Dinge abgelenkt, durch meine Gedanken. Ah ne, das macht nur das weg, die Hölle auf Erden. Verbleiben 2 Stunden. Okay, die Bogensammlung haben wir bald raus. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe sogar noch einen Slot frei. Ich hätte eigentlich den volumetrischen Lerngrenze für Ausdauer auf 4 erhöht. Eigentlich könnte ich den Gedanken wieder wegwerfen, oder? Aber warte mal, eine Lerngrenze für Ausdauer, das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn kann ich den nämlich weiter steigern. Ach. Ja, muss ich mal gucken, ob ich noch was Besseres finde. Bei Ausdauer 3. Das erhöht halt nur meine Lerngrenze. Weil bei anderen Zeug komme ich ja eh nicht so weit. Weil Spürnagenwerte 1 mit der Stadt. Ob man einen Schauder ranmachen kann, wo nur Schauder. Ich glaube, Schauder hat noch gar nicht geredet. So, kann ich was mit dem Bett eigentlich machen? The bed is still cold from the broken window, and not too inviting. Ich kann doch nichts machen, oder? Um das wieder zuzutapen. The window stands broken in its... The morning light hurts your eyes. Das Morgenlicht tut mein... Kann ich ja nicht mit dieser komischen Tür was noch machen? Okay, anscheinend nicht. Naja, gut. Ja, eigentlich ist da Musik. Schauder Shivers spricht nur selten, aber wenn er es tut, dann solltest du es zuhören. Er hat die besten Texte. Oh, cool. Ja, das ist wahrscheinlich Musik, aber ich habe doch hier die Copyright-Musik ausgemacht, Botting. Deswegen ist wahrscheinlich bei mir nix. Weißt du? Ob jetzt die Leiche noch mehr verdorben ist? Oder ob der erste Tag genauso ist wie der letzte. Ja, zumindest können wir alle Dings bezahlen, ne? Alle Guard. Das ist auch schon mal viel wert. Ach, guck mal, jetzt ist Musik da. Aber hier drin ist halt keine Musik im Hostel. So, warte mal. War er in diesem Zimmer? Ich kann nicht mal klopfen? The door is closed. Du klopfst erneut. Still nothing. This door can only be opened. Okay, gut. Aber was auf Kitsuragi steht schon unten, der ist schon seit um 6 wach. Hä? Warum ist dieser Pausenraum auf einmal offen? So, ich muss eigentlich mal kurz gucken, was sind meine Klamotten eigentlich gerade optimiert? Speedfläschchen? Achso, wenn ich's trinken würde. Motorik minus Moral. Das geht ja nicht noch. Das ist halt Motorik minus Konstitution minus Moral. Ja, aber das ist... warte mal, ich habe gerade... Beherrschung plus 1. Aber ich könnte noch Elektrochemie als Hose nehmen. Flairkatschen machen nur mal die Gewandtheit weg, ne? Korpsgeist? Ich nehme mal die Korpsgeist-Klamotte mit, wenn ich mit Dingsbums reden möchte. Orange Pennermütze. Ja, die ist, glaube ich, gerade nicht das Richtige. Minus Autorität der Buchprüfer. Ah, ich weiß nicht. Das ist ja eine Top-Dings. Guten Morgen. Was hat er denn zu sagen? Morning. Er nickte kurz zu. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. Er zeigt auf die Tür der Kantine. Warum müssen wir denn reden? Was meinen Sie mit rauflustig? I mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the union. These men here. Ah, eben diese Herren hier. Also, dass die Leute Martinez mögen nicht, dass die Polizei sind, sondern würden lieber von der Gewerkschaft verwaltet werden. Der Mafia? Men who drink beer for breakfast? There's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. Ah ja. Also die Gewerkschaft hat tatsächlich einen militärischen Flügel. Die Hardy Boys. Oh, schön, dass wir das gerade zum ersten Mal... Wie lange ist er schon hier und hört sich um? Sind das die Typen, von denen wir gerade gestern erzählt haben? I completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. Er geht seine Aufzeichnung durch. Das hat er total vergessen und er hat den schlechten Nachtschlaf. One loose thread less to worry about. And one big problem to replace it. Tja, eine Frage weniger dick. Es sind viele, vielleicht sollten wir Verstärkung anfordern, als ob. That would just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union.
Naja, also die Aufklärung ist es nicht wert, den großen Konflikt hinaufzufordern. In fact, even the death of 2 detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? Ah, unser beider Tod wäre nicht ausreichend für den ganzen Krieg. Na super. Warum müssen wir mit ihm reden? Ja, um die gleiche Runde zu kriegen. Everything points to the Dockworkers Union. The belt used for hanging him, tracks in the mud, the circumstances in Martinez, my preliminary information. Seine vorläufigen Informationen? Achso. Which may, of course, all be wrong. But we still need to talk to them, and it won't be easy. Ah ja, also alles, was er hat an Informationen, dort auf die... One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Wirft einen weiteren Blick auf den Seite. Wir müssen nicht sofort mit ihnen reden. Wir könnten einfach an ihnen vorbeilaufen. Yeah, streetwise. Zoom right past. Do it on your own terms. Das Reaktionsvermögen meint, dass so macht man es auf der Straße? Was? Aren't you curious to know what they have to say about the murder? Danke, liebe Neugier. They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. Oh, er steht hinter mir, egal was er macht. Er müsste eigentlich noch mal aus dem Hafen unser Gespräch von gestern zu Ende führen. Ich muss mich vorher vielleicht mit Autorität ausrüsten. So, Guard, grüß dich. Can I help you? Meine Rechnung für heute Got Nacht. the 20 real. Yep, hier, für eine Übernachtung. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Das war bestimmt ein Fehler, das geht jetzt schon bezahlen. Das hätte ich auch abends machen können, ne? Statt jetzt. Naja. Just a moment. Einen Moment. Die alte Frau wendet sich für den Cafeteriemanager zu. She's agitated, judging from the way she keeps pulling at the frayed edge of her blanket. Sie ist aufgewühlt? Warum das And denn? there's no public phones nearby? Oh, warte mal. Oh, ist jemand gestern nicht gekommen, um sie abzuholen? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. Der Cafeteriemanager scheint seine Entschuldigung ernst zu meinen. It's fine, I understand. Thank you anyway. Mit einem ermatteten Lächeln I'm wendet glad sie to sich see wieder you dir again, zu. dear. Na, tut mir leid, ich hatte nicht die Absicht, Ihre Unterhaltung zu belauschen. Sie scheinen gerade beschäftigt zu sein. Ich komme später. Stimmt alles? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. Sie hatten mal eine Telefonverbindung? Das hat uns gerade, glaube ich, erzählt, aber ich kann mich nicht mehr genau an die Worte erinnern. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. Das Garys Telefon ist kaputt, sie kann nicht zur Dings, die Telefonzelle an der Küste ist weit weg. Oh, was ist da mit der Leitung? The manager was vague about it. Ah ja, Gard will sich nicht direkt ausdrücken. Why would he be vague about phone problems? This is something to look into later. Ask God, maybe. Jetzt, ja, warum ist man vage über ein nicht funktionierendes Telefon? Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Was will sie denn am Telefon? To let the young woman who's house-sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night. But they're still missing, and I haven't heard from them. Oh, also ihr Mann Morel und ihr Freund und ihr gemeinsamer Freund Gary sollten dann nicht Montagabend zurückkommen, sind aber noch nicht wieder da. Wer hat sie denn abgeholt? Niemand? Also sie haben eine junge Frau, die sich um das Haus kümmert. Eine junge Frau. Wir erinnern uns noch an die Person, die unsere Waffe geklaut hat. I was also hoping she'd heard from Morel. Sie blickt auf zu A Boden. little missing persons puzzle might just be the thing to take your mind off the hangover. Oh ja, ein kleines Vermisstenrätsel. Juhu. Dann erzähl's mir. War jemand schon öfter verschwunden? Das klingt mir nach einem Nebenauftrag. Ich muss mich erstmal um meinen Hauptauftrag kümmern. Dann kann ich darauf zukommen. Nein, der Sidequest. That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. Er plant seine Expedition sorgfältig. Was denn für Expeditionen? You have more important things to worry about. Ja, nee, erzähl doch mal. More important than a missing expedition? I don't know. Expeditions often lead to something interesting. Dafür, dass du nicht mal eine richtige Persönlichkeit bist, liebe Konzeptbildung, weiß nicht, ob du das Wort Ich verwenden darfst. Egal, das Wort Expedition ist schon sehr interessant in dem Zusammenhang, nicht wahr? Jemand ist also ein Wissenschaftler, erzählen wir über Morel, sein Aussehen, seine Charakter, Beziehung, Wissenschaftler? Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more precise. Das haben wir schon gehört, aber er ist ein Rätsel-Dingsbums, Kryptologe. It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends.
Der Lieutenant klingt nicht beeindruckt. Also es geht darum, mythologische Fabelwesen nachzuhören. Na gut, das klingt jetzt tatsächlich nicht so beeindruckend. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. Ja, jeder darf seine Sichtweise haben. Oh, das klingt nicht so, als wäre sie darüber so erfreut. She's used to playing off such insults casually, but they still affect her. Also sie fühlt sich beleidigt dadurch, ne? Ist ja nicht so gut. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. Gut. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Also sie weist zurück, dass es sich um ein Hobby handelt, sondern meint, dass es eine sehr, sehr seltene Unterspezies, aber das ist schon wichtig. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless. And frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. Also sie sagt, dass diese Kryptiden sind total selten zu finden und die meisten Universitäten sind gar nicht willens, um echte Forschung zu finanzieren. The quality of research at Revacholian universities has been on the decline, but you doubt there was ever a time when cryptozoology was embraced by the academic elite. Ja, die Enzyklopädie stimmt bei, dass die Kryptozoologie noch nie anerkannt She's war. completely internalized her husband's struggles. They are her own. Ah, sie hat die Probleme verinnerlicht. Na gut. Suggestion Mittel. Oh, ach, ein Kuhschreiber, freundlicher grüner Affe. Vielleicht können Sie dazu überreden, dir was Cooles über Kryptiden zu erzählen? Sometimes the most charming thing you can do is be reasonable in your requests. Manchmal ist der maßvolles Bitte am charmantesten. Können Sie mir einen interessanten Kryptiden I erzählen? suppose you could use a break and I could use a distraction. Ja, jetzt bin ich gespannt, was Sie mir jetzt One erzählt. cryptid, like you said. One. This can't turn into some kind of cryptid extravaganza. We have things to do. Oh, im Deutschen steht Kryptoiden-Marathon, aber im Englischen hat er Krypto-Extravaganza gesagt, was auch wieder das coolere Wort ist. Okay, nur ein kleiner Kryptid, versprochen. He nods and assumes a waiting posture. Ooh, tough choice there. Ein schwieriger Entscheid. Welcher Kryptid ist der größte? Welcher Kryptid ist der winzigste? Welcher ist der gefährlichste? Ist das ein Kryptid auf den Kugelschreiber, den sie mir gegeben haben? Du holst den Kugelschreiber hervor, den sie dir gegeben hat. Gibt es auch unsichtbare Kryptiden? Das wäre ein sehr Glück. Leider müssen wir jetzt weitergehen. Der größte. That would be the giant of Kokonur. Sie sagt es, als ob das zum Allgemeinwissen gehört. Also auch immer der Riese von Kokonur The ist. giant lives in the most arid parts of the vast Kokonur Desert in South Samara, casting a strange light across the barren wastes. Warum auch immer das Vieh in der tiefsten Wüste wohnen würde. Na gut, seltsames Licht. Mirage or psychogenous luminance. Psychogene Luminanz. Sie geht nicht weiter darauf ein, was mit dieser Luminanz auf sich hat. Und wie groß ist das Vieh? No one knows for sure. It is like an awful mountain appearing from below the horizon and expanding to cover almost a third of your field of vision. Gefährlich? The towering luminosity of Kokonur is a bad omen in local folklore. Some say it's a fata morgana, others, fate unimaginable. Ah ja, okay, das ist vor allen Dingen Teil einer Folklore, na großartig. No animal can be that large. It's a mirage. Ja, auf jeden Fall eine Luftspiegelung. That's what makes it so peculiar. A species surviving at the very limits of scientific law. The giant of Kokonur must be the largest animal the planet can support. Es ist anscheinend so speziell, weil es das, was an der oberen Grenze von dem, was es geben kann, ist. Das Ding ist, obere Grenze oder weiter darüber hinaus eigentlich absolutes Quatschvieh. There are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Kokonur Desert might allow the creature to grow to these gargantuan sizes. Jetzt gibt's doch eine Schwerkraftanomalie in der Wüste. Also jetzt langsam wird's ein bisschen Hanebüchen. Great. This is great shit. You need more. Das ist geiler Scheiß, was? Gravity anomaly. Digging it. Digging this parascientific stuff right here. Wir sind ja eigentlich Artcop, ne? Na gut, das war sehr informativ. Wir behalten mal den guten Kitsuragi. Of course, dear.
So, worum ging es bei der letzten Expedition? Just some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. Natürlich ist er auch nicht selten. Also Insektenart, er ist natürlich ein hoch ausgebildeter Wissenschaftler, der gute Morell. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. Also sie wollten nur ein paar Fallen What aufstellen. could be keeping them? The waterlock. That was broken. Could this be it? Oh, die Schleuse, ja, die war in der Tat kaputt. Sie kommen einfach nicht über die Brücke rüber. Moment, wer ist dieser Gary? Oh, sweetie, it's nothing like that. Wer ist freundlich? Gary's as loyal as they come. I trust him with my husband's life any day. Also sie vertraut Gary. Ja, also die Schleuse, die zur Küstenseite führt, ist kaputt. Wahrscheinlich sitzen die da drüben fest. Oh my. What happened to the waterlock? Kanal kursiert ein Gerücht, dass ein seltsamer neuer Kryptid sie zerstört hat. Wir sind nicht diese Art von Kopf, würde ich sagen. Das wäre halt irgendwelche Gerüchte geflogen. Wollte nicht ahnen, dass das auch Harry war, ne? Der irgendwie. Wir müssen ja irgendwie nach Revanschol gekommen sein. Wahrscheinlich haben wir dafür ein Auto benutzt, oder? Und ich ahne und befürchte, dass wir mit diesem Auto gecrashed sind und irgendwie Dinge getan haben. Und deswegen das jetzt die Schleuse kaputt ist, dass unsere Schuld ist. Wahrscheinlich ein technisches Well, Problem. whatever the cause, I'm thankful. To both of you. You've spared me another sleepless night. You're welcome, ma'am. Ich hätte das übrigens gerade schon wieder I vergessen. hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. Aber sicher This will doch. surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. Oh ja, ein kryptologisches Rätsel. Ich freue mich ja sowas von some drauf. left-field scientific research is exactly what you need right now. Funk up that vanilla murder investigation. Lahme Mordermittlung und Vanilla-Mordermittlung ist nicht genau das Gleiche. Aber schön. Ja, ein bisschen unkonventionelle Forschung, And if genau. you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the waterlock's been repaired. And it's cold out there. Ich soll ja von Lena bestellen. Also er wird nur ein bisschen zu aktiv davon. Wenn ich ihn sehe, richte ich ihn aus, dass sie hier sind. Falls sich die Gelegenheit erzeugt gibt, du nimmst den Auftrag an. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Jo, ciao. Na gut, okay, dann haben wir das jetzt schon mal. So. Hier ist jetzt die Gärtnerin. Nein, warte, eigentlich will ich jetzt wirklich nicht mit den Typen reden, sondern erstmal irgendwie rausgehen. Aber wir könnten da. Guck mal, du kannst von hier aus den Hinterhof sehen. Das ist ja auch interessant. Das Ding ist, labern die mich an, wenn ich jetzt davor latsche oder nicht? Titus soll sich bedeckt halten? Na, das ist jetzt schon wieder interessant hier. Naja, gut. Mehr dazu beim nächsten Mal.